Tag zusammen. Ich hoffe, es geht allen gut. Mir geht es wunderbar. Ich hatte jetzt gerade wieder ein paar Wochen Heimaturlaub in Köln und Umgebung. Ach, es war wieder schön. Ja, und dann werde ich natürlich da oft gefragt, ja, wow, du wohnst in Kanada, ist ja toll. Und wie ist das dann so da? Ja, also generell ist das so wie bei euch, ist ja kein Entwicklungsland. Ne? Man kriegt hier alles. Und das Klima, das wird immer ähnlicher. Ja, das war früher so, dass der Winter, der war eisig und kalt und monatelang und der Sommer heiß und feucht, der Herbst ganz kurz und das Frühjahr noch kürzer. Ja, aber inzwischen ist das ja nicht mehr so. Der Winter, letzten paar Jahre hatten wir ja nicht so einen Schneefall und die Minustemperaturen von 30 minus haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Ja, also ich glaube, jo, es ist noch ein bisschen kälter als bei euch, aber wer weiß, in ein paar Jahren, ne? Der größte Unterschied ist natürlich die Weite. Hier hat man ja so viel Landschaft, das glaubst du ja nicht. Die Seen, da siehst du das andere Ende ja nicht. Ne? Die sind ja so groß und in einem Wald kannst du tagelang laufen, bis immer noch am selben Wald. Wahnsinn. Hier ist nichts um die Ecke. Hier gibt es keine Edeka, gegenüber, da musst du mit dem Auto fahren. Ne? Mindestens 10 Minuten, Viertelstündchen. Also ich habe Glück, ich habe einen Markt um die Ecke, da gehe ich samstags immer hin. Ich sage jetzt um die Ecke, das sind jetzt auch 10 Minuten mit dem Auto, aber das ist für uns um die Ecke. Ne? Als ich neu in Kanada war und bin hier zum Mal in der Supermarkt gegangen, da habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. Die sind so groß und dann geht eine ganze Gang voll mit Chips. Also ich weiß ja nicht, wie euch geht, aber ich habe noch nie in meinem Leben so viel Chipsorten gesehen. Ist doch der Knaller, oder? Und einen ganzen Gang mit Frühstücksflocken. So eine Auswahl, das hält im Kopf nicht aus. Wer braucht das? Cereal. Von gesund bis nicht so gesund bis so richtig zuckerig. Ja. War ich völlig überwältigt. Und ich habe noch ja keine Marken gekannt, ne? Weil ich wollte Waschpulver kaufen. Was nimmst du hier? Hier gibt Persil oder Ariel oder so. Ne? Das ist hier alles Namen, die man nicht sagten. Das war ein bisschen schwierig am Anfang, aber jetzt kenne ich mich ja aus. Jetzt weiß ich alles. Apropos Einkaufen, ja. Bei uns sind auch die Lebensmittelpreise kräftig angestiegen. Da muss man ganz schön kreativ sein, wenn man hier wieder rumkommen will. Aber es ist ja bei euch auch nicht anders, ne? Ja, Wohnungen, das sieht auch schlecht aus. Das ist wie bei euch. Wir haben zu viel Glück und zu wenig Wohnungen und die Mieten kannst du ja bald alle Jahre nicht mehr bezahlen. Ne? Also da zahlst du schon für ein Ministudio, also ein Raum, ein separates Klo, Bad, ne? Also locker 1600 und wir sind hier noch nicht mal in der Großstadt. Das ist ja hier Waterloo. Wir sind 150.000 Einwohner. Toronto kannst du noch mal eine Dose unter Druck legen. Ne? Das ist der Wahnsinn. Wenn du überhaupt jetzt kriegst. Also es ist wirklich nicht einfach. Haus kann man hier mieten, so für ca. $3.000 plus. Ne? Gibt ja noch alles, Wasser, Strom, Heizung, Internet und so weiter. Ne? Also das ist, da muss man schon gut verdienen, damit man sich das überhaupt erlauben kann. Ansonsten Wohngemeinschaft, ne? Was willst du machen? Aber wie gesagt, das ist bei euch ja auch nicht anders. In Köln kriegst du ja auch keine Wohnung für normale Miete mehr. Das ist ja alles raketenartig in die Höhe geschossen. Ist hier auch. Wenn du hier kein Auto hast, dann bist du angeschmiert. Weil mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist ja fast jetzt wie in Köln mit den neuen Regeln von der KVB. Ne? Die kommen auch nur alle halbe Stunde. Jetzt, das ist hier auch so. Also wir haben Busverbindungen, die kommen nur alle halbe Stunde. Eine Straßenbahn, die ist aber flöcker. Die geht so alle 10, 15 Minuten. Als ich neu war hier, habe ich alles mit dem Fahrrad gemacht. Ne?
weil das war mir zu blöd. Einmal habe ich 2,5 Stunden gebraucht für eine Freundin zu besuchen, die in der gleichen Stadt wohnt. Das war doch bekloppt. Ja, da habe ich mit dem Fahrrad, brauche ich 3/4 Stunde und dann ist es gut, ne? Aber jetzt bin ich ja jetzt älter und die Knie wollen nicht mehr so. Dann nehme ich dann schon das Auto, kann ich ja jetzt, ne? Ja, ich hoffe, das hatte ich eine kleine Überblick gegeben. Ich gehe noch mal mit dem Einkaufen, da gehe ich noch mal mit einem separaten Video in das Detail, weil ich gerne mit euch ein paar Tipps noch teilen möchte, wie man kreativ sparen kann. Ne? Ich glaube, da bin ich jetzt in der Meister drin. Ja. Also bis dann, ne? Tschö! Ah, was für ein schönes Kleid. Das muss ich haben. Sagen Sie, Fräulein, können Sie am Preis noch was machen? Ja, klar kann ich das. Ich kann die Nullen ausmalen. Welche Farbe hätten Sie denn gern?